Die Ausgangslage für uns könnte nicht viel besser sein. Hört sich komisch an. Jetzt fragt ihr euch, hä, wir haben doch die letzten 3 Spiele verloren. Heute kommt aber der Tabellenführer. Eintracht Frankfurt ist tatsächlich Tabellenführer nach 14 Spielen. Heute Spieltag 15. Wir haben noch keine einzige Niederlage. Wir haben momentan nicht so eine gute Phase. Dann kommt der Tabellenführer gerade doch recht. Ja, und deswegen sage ich ja, ausgerechnet heute wird Frankfurt vielleicht die erste Niederlage bekommen. Im Pokal haben wir ja schon einmal gegen sie gewonnen. Und das, ja, eigentlich relativ, also nicht souverän, aber da haben wir stark gespielt. Da kann ich mich noch dran erinnern. Heute wieder mit dem Stammpersonal. Also auch mit Ferry, mit Liste von Anfang an, mit Castaneda, Remberg. Und auch mit der gewohnten Innenverteidigung über Ischi und über Chavez. Das ist dann doch noch mal was ganz anderes. Ja, im Winter, ich habe mich schon mal so ein bisschen umgeguckt, es ist schwer, jemanden zu finden. Oder so 1, 2 Leute für eine Leihe, ein halbes Jahr. Ich lasse mich da gerne auch überraschen. Vielleicht werden ja so 1, 2 Leute zu uns nach Münster wechseln. Da bin ich dann aber noch dabei. Das werde ich nach dem Spiel offstream mal alles machen. Jetzt möchte ich mich hier darauf fokussieren. Komm, von Anfang an in jeden Zweikampf rein. Versuchen hier irgendwie was mitzunehmen. Auch wenn es nur ein Punkt ist. Das wäre wieder mal ein gewonnener Punkt nach 3 Spielen. Tut auch immer gut. Aber wie gesagt, wir werden uns halt auch aus dieser Krise wieder rausarbeiten. Wo wir halt nun mal momentan drin sind. Aber eine Krise, die hätten, glaube ich, viele Mannschaften gerne. Also wir haben 2 Punkte Rückstand auf dem 5. oder 4. Platz. Von daher, ja, würde ich sagen, haben wir so einen Durchhänger gerade, ne? Europa League läuft auch nicht so gut die letzten Spiele. Wir sind aber auch noch voll mit dabei im Kampf um die Playoffs. Das ist ja das Witzige dran. Bei der Eintracht ist unter anderem Smolcic und Onguyen. Also die haben so in echt nie zusammengespielt. Überlegt euch mal, eine Innenverteidigung aus Onguyen und Smolcic. Und Frankfurt ist auf Platz 1. Hätte man auch nicht gedacht. Die Eintracht kommt, aber Ischi ist da. Ah, nicht gut gespielt. Da Duro vorne. Nächste Chance, erste Chance. Rucker für die Eintracht. Das erste Mal aber weit vorbei. Da wäre Sina mal da gewesen, den hätte er gehabt. Eintracht auch mit der Dreierkette. Wir im 4-4-2. Ich probiere erstmal das Spielfeld hier breit zu kriegen. Um die Verteidigung hinten auseinander zu ziehen. Die Eintracht spielt auch viel über rechts, über Knauf, weil er schnell ist. Und er auch wieder hier durchbrechen kann, ohne dass irgendeiner dazwischen kommt. Ey, das ist schon wieder lächerlich, was hier wieder passiert. Ischi, Castaneda, da kannst du auch wirklich nichts machen. Jetzt gibt es erstmal einen Freischuss für uns. Wenn da mal einer anfängt, wirklich Tempo zu machen, oh, unnötiger Fehlpass, dann bist du machtlos. Dann bleibt halt wirklich wie immer nur beten und hoffen. Ja, die Eintracht geht vorne ins Pressing rein, aber das ist dann eigentlich auch eine Chance für uns hier, umzuschalten. Listisch, ehemaliger Frankfurter, mit der ersten Chance für uns. Abgeblockt. Der geht ja wieder zurück zu Frankfurt. Die kriegen einen richtig guten Spieler zurück. Der hat sich richtig gut entwickelt bei uns. Warner mit der Ecke. Poso kommt auch nicht ran. Und dann ist der Gegner wieder am Ball. Und Duro leitet den nächsten Konter ein. Shaibi gegen Ischi. Jetzt sind wir hinten offen. Oh, jetzt fehlt der Innenverteidiger. Da muss Rembeck jetzt mit ran. Irgendwann müssen wir zugreifen, aber dann gibt es auch wieder Elfmeter. Ganz klassischerweise. Achtung, Usun. Poso, wer schießt ihn rein? Keiner, weil Ischi da ist. Mit der Grätsche. Gut geblockt. Auch darüber können wir uns immer wieder Selbstvertrauen holen. Gewonnene Zweikämpfe, immer wichtig. Und auch die Eckbälle müssen wir verteidigt kriegen. Ferry zum ersten. Oh, Vorsicht, Castaneda. Nochmal die Chance, Listesch. Warner kriegt hier nicht geklärt. Und jetzt ist er am Aus. Schuss vorbei, halbe Stunde. Also Frankfurt spielt jetzt nicht wie ein Tabellenführer. Also die spielen jetzt hier nicht die Sterne vom Himmel. Müssen es auch gar nicht. Aber bislang hat es offensichtlich gereicht für die Spitze. Lücken haben sie auf jeden Fall hier hin. Hinter der Mittelfeldreihe. Da sehe ich die Lücken und da sehe ich auch die Chancen für uns. Listesch, ach Gott. Ja, es passt so ein bisschen. Der ist sonst sehr abschlussstark, aber wenn schon Listesch den Ball 30 Meter am Tor vorbeischießt, dann weißt du halt, was momentan Sache ist hier in Münster. Also wirken jetzt, wie gesagt, nicht wie eine Mannschaft, die auf Platz 1 steht. Aber offensichtlich waren die anderen Mannschaften nicht gut genug, um sie zu schlagen.
Aber vielleicht heute. Vielleicht ausgerechnet Preußen Münster. Und wenn es einer schafft, natürlich dann nur wir. Eintracht kommt wieder über Shaibi. Und dann verlieren wir diese Zweikämpfe. Die müssen wir halt gewinnen. Da haben wir den Ball schon längst gewonnen. Oder ist er trotzdem immer wieder weg? Weil die Gegner immer wieder eine Lücke finden. Shaibi. Oh nee, Rocker ist da. Achtung. Nächste Chance. Sinamo ist da. Zum zweiten. Ball gewonnen. So, jetzt mal unten. Schnell umschalten. Wie schnell? Wanner. Listesch ist vorne. Ferry kommt mit. Listesch. Ferry muss mit. Er muss da durchlaufen. Dann kriegt er den Ball. Oh, ein bisschen kompliziert, aber Ferry. Viel zu kompliziert. Der Weg war okay, aber er muss vorher schon durchsprinten. Ich muss gerade noch mal gucken, weil mich irritiert das, dass der nicht vorne bleibt, sondern dass er sich auch immer wieder fallen lässt. Falsche 9. Ja, ich wusste das. Warum hat denn Ferry falsche 9? Ferry soll vorne bleiben. Stoßsturm-Profi. So, meinetwegen kann Listesch auch falsche 9 sein, wenn er da einen Plus hat. Dann macht Listesch jetzt die falsche 9, aber Ferry muss vorne bleiben. Der muss einfach vorne bleiben. So, was machen wir hier? Mal auf Angriff. Warner machen wir auch mal auf Angriff, dass die vorne bleiben. Dann haben wir so ein 4-2-4. Und die ziehen wir mit nach innen. Die machen jetzt Innensturm-Profi. Dann sieht das wie so ein verkapptes 4-4-2 oder 4-2-2-2 aus. Aber das war schon die ganzen Spiele so ein bisschen komisch, dass Nacho Ferry sich immer nach hinten hat fallen lassen. Der muss vorne drin bleiben. Der ist so ein Brecher, der hat da nichts zu tun. Da macht Listesch jetzt die falsche 9. Schauen wir mal, was es bringt. Oder ob das nur ein Rumgespiele war an den Reglern. Mal gucken. Jongwa! Es hat gefruchtet! Fürs Erste auf jeden Fall. Jongwa mit dem 1-0. Hier, lässt extra durch. Ferry lässt klatschen oder spielt den Ball nach hinten und Jongwa hinein. Das kommt auch so ein bisschen aus dem Nichts. Ja, bin ich ehrlich, die Bank freut sich gar nicht, warum auch immer. Die sitzt einfach regungslos da. Die sind wahrscheinlich so geschockt von der Saison, die wir uns, oder auch von den letzten Spielen. Zweites Tor auch erst im 15. Spiel, also der trifft nicht so oft, aber wenn er trifft, ja, dann wahrscheinlich recht schön. Also 1:0, Führung kurz vor der Pause und es hat mal kurzfristig was gebracht. Wir müssen das jetzt mal beobachten, wie das längerfristig ist. Aber wir haben noch eine zweite Halbzeit und da lassen wir dann meistens nach. Da machen wir den Gegner dann erst recht stark, aber Sinamoi hält bislang das, was zu halten ist. Und sichert uns damit erstmal den 1:0 Pausenstand. Ja, der Kameramann weiß gar nicht, wo er hinfilmen soll. Der läuft da auch so ein bisschen planlos durch die Gegend. Ah, Eintracht ist wohl besser, aber wie gesagt, immer auf die XG-Werte gucken. Der ist ungefähr gleich. Mehr Ballbesitz für die Eintracht, aber das ist mir völlig Wumpe. Wenn wir uns durch so ein Spiel wieder zurückarbeiten in die Saison, wenig Glanz, mehr Kampf und so weiter, dann reicht mir auch ein dreckiges 1:0. Und wenn wir dann der Eintracht natürlich die erste Niederlage zufügen, das wäre ein Traum. Aber wir müssen noch 45 Minuten ran. Malochen müssen wir. Jens-Peter Auge ist jetzt drin. Dahoud. Wieder Hauge, Shaibi. Duro. Ich brauche einen Sechser. Die Verteidigung muss so zusammenstehen. Die darf jetzt nicht auseinandergerissen werden. Duro ist da. Achtung, zu zentral. Und Sinamoi hat den Ball. Und dann bauen wir auf. Über Jongwa. Über den geht viel, aber der braucht auch zu lange. Dann verspringen wir die Bälle. Das sind auch wieder so Kleinigkeiten, die uns halt daran hindern, auch vorne einfach mal ein bisschen konstanter auch zu spielen. Hugo Duro, nächste Chance. Shaibi. Jetzt spielen sie wieder Handball 10 Minuten lang und dann ist wieder irgendwann ein Gegner durch. Und dann steht es 1:1. Und niemand weiß warum. Usun, nächster Schuss. Aber das ist alles nicht gefährlich. Das ist eine leichte Beute für Sinamoi. Ein gutes Training hier. Von da dürfen sie ruhig schießen. Das können sie ruhig noch eine halbe Stunde machen. Dann ist es hier entschieden. Oder wir machen einfach das zweite Ding über Wanner. Zum Beispiel Wanner. Oh, das ist eine Traumflanke. Ferry. XXL-Chance wieder. Mann, Junge, köpfte doch ins Eck. Also viel freier geht's da gar nicht. Aus 5 Metern zu zentral. Das ist halt auch einfach ein Qualitätsunterschied. Der muss sitzen. Der muss sitzen. Achtung. Chavez ist dazwischen.
Jetzt wird hier Fahrt reinkommen in die Partie. Hauge gegen Wanner, gegen Poso. Und es gibt den Eckball. Ich glaube, die Zeit für nochmal annehmen hat nicht gereicht. Also den musste Ferry so nehmen mit dem Kopf, den konnte er nicht nochmal annehmen, aber der muss platzierter kommen. Fertig, da brauche ich gar nicht diskutieren, der muss rein. So eine große Chance. Ishii klärt, Jongwa klärt, Chavez klärt und Lisec kommt da nochmal ran, ja. Aber Wagner kommt nicht ran. Also wir stehen jetzt hinten drin. Wir sind hier ein bisschen unter Zugzwang. Achtung! Und jetzt ist es passiert. Und das war irgendwann auch klar. Dass das wieder irgendwann soweit sein wird. Wir können einfach nicht zu Null spielen. Oder ich kann einfach nicht zu Null spielen. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Selten. Selten, dass wir hier zu Null spielen. Wir können nicht alles wegverteidigen. Und gerade wenn das so schnell geht. Also ich bitte dich. Hopp. Hugo Doro, zack. Shaibi läuft ein. So schnell kann unsere Verteidigung gar nicht reagieren. Und Sinamoy ist dann halt auch immer der Gearscher am Ende des Tages, der halt auch wieder hinter sich greifen muss, warum auch immer. Aber weil wir das zweite Tor nicht gemacht haben. Da sind wir wieder. Weil wir das zweite Tor nicht gemacht haben, ja, so bleibt der Gegner im Spiel drin. Mit dem 2-0 hätte sie vielleicht auch hinten da ein bisschen defensiver stehen können. Aber so, ja, geht der Scheiß wieder von vorne los, möchte ich sagen. Aber wir haben noch Zeit. Wir sind noch nicht raus aus dem Spiel. Castañeda. Wir gewinnen halt auch leider hier, das war halt auch in vielen Spielen in der Vergangenheit so, dass wir auch mal Zweikämpfe gewonnen haben. Wenn wir hier ins Pressing reingegangen sind, momentan funktioniert auch unser Pressing nicht. Und im Mittelfeld sind dann so große Lücken. Duro, nächste Chance, Duro und wieder Sinamoy. Das ist jetzt zu einfach, die kommen zu schnell, zu leicht zu Abschlüssen. Da gibt es noch Gelb für Reger. Und es gibt die nächste Ecke. Durch Koopmeiners, da kommt Smolcic, um Gottes Willen. Was ist das denn für ein Gegentor? Unfassbar. Das seht ihr jetzt nicht, aber ich bin nur am Kopfschütteln. Wie kann der Ball denn reingehen? Der war so ungefährlich. Das war zwar ein Aufsetzer, aber den muss Sinamoy doch halten. Ja, da können wir nochmal die super Zeitlupe hier bewundern, aber den muss er halten. Also tut mir leid. Den muss er halten. Das ist ein krasser Torwartfehler. Keine Ahnung, was da der Plan war. Den muss er halten. Das ist nicht zu fassen. Der geht auf den Keeper. Der kann einfach stehen bleiben. Ich weiß gar nicht, warum er da eine Parade macht. Wenn er einfach stehen bleibt, dann hat er den. Ich habe schon abgewogen. Ich war schon auf dem Weg nach vorne. Ich wollte den nächsten Angriff eigentlich starten. Und dann lässt er so ein Ding rein. Also wie gesagt, gegen Leverkusen und jetzt auch hier gegen die Eintracht. Hier fallen kuriose Tore. Und Lattentreffer. Lisec mit der Chance auf den direkten Ausgleich. Ja, das ist halt ein Zeichen dafür, wenn es halt nicht läuft. Da geht der Ball halt leider nicht rein, aber wir haben noch Chancen. Ferry kriegt vorne auch leider keinen Zugriff in den letzten Spielen. Ist auch wie abgemeldet. Und die Eintracht kommt über Hauge. Mit der Chance jetzt natürlich aufs 3-1 zu stellen. Da kommt keiner so richtig ran und Sinamoy. Weißt du, den hält er dann, ey. Da könnte ich aus meiner Haut rausfahren. Den Ball hält er und so einen luschen Kopfball-Aufsetzer aus 5-6 Metern, der lässt er einfach über seine Hände gleiten. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Nun gut, also die Eintracht hat das Spiel gedreht. Die Eintracht wird auch in diesem Spiel ungeschlagen bleiben. Ob es für einen Sieg reicht, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall bleiben sie weiterhin ungeschlagen. Es sah so gut aus. Wir sind in Führung gegangen. Wir hatten sie eigentlich am Rande zumindest mal einem Remis. Und dann kassierst du zwei so, ja, Graupentore eigentlich auch wieder. Vor allem das zweite Tor. Wir kommen momentan leider nicht in unser Spiel rein. Nächste Niederlage. Zwar nur ein knappes 2:1, aber es ist jetzt das 4. Spiel in Folge, was absolut nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Gott sei Dank ist bald Winterpause. Ja, die Chance auf dem Transfermarkt aktiv zu werden ist dann da.
Ja, oder nochmal eine komplett andere Formation. Nochmal umstellen. Vielleicht ein 4-3-1-2 ist mir jetzt so spontan in den Sinn gekommen. Ja, eine kompaktere Formation, aber momentan, ja, ist der Wurm drin und es zieht sich leider auch durch dieses Spiel hier durch. Also ich habe mir das Gegentor jetzt gerade noch 2-3 Mal angeguckt. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass der reingegangen ist. Also, naja, was wollen wir dazu sagen? Egal, wir haben es verloren. Hilft nichts. Der Abwärtstrend geht auf jeden Fall weiter. Aber es ist ein Abwärtstrend, der, ja, wie sage ich das jetzt, verschmerzbar ist. Also, klar, ich möchte natürlich auch oben dran bleiben. Das ist natürlich ganz klar. Ich weiß aber auch, dass aus der Truppe, ja, vielleicht auch mehr rauszuholen ist. Vielleicht auch nicht. Vielleicht muss ich ich werde den Kader versuchen zu verbessern, je nachdem. Jetzt haben wir erstmal eine kurze Winterpause, 20 Tage und dann geht es gegen Union Berlin. Die sind auf dem 8. Platz. Ja, also wir können auch mal drauf gucken. Das ist ja nicht schlecht. Also nochmal, es ist nicht schlecht, was wir hier spielen. Die Bayern haben uns jetzt, by the way, überholt. Haben es jetzt auch endlich mal geschafft. Wir stehen immer noch unter den ersten 7 oder den ersten 8 Mannschaften, da wo Münster eigentlich nicht hingehört. Wir gehören normalerweise in so Regionen, wo jetzt Stuttgart spielt, wo Bremen steht, wo der 1. FC Köln steht. Wir müssen normalerweise um den Klassenerhalt fighten gegen Mannschaften wie St. Pauli, gegen Heidenheim. Machen wir aber nicht, weil wir gut spielen, weil wir trotzdem eine gute Truppe haben. Wir sind noch im Pokal-Viertelfinale, ja, spielen da gegen Magdeburg zu Hause. Es ist halt jetzt gerade, wie gesagt, die Phase, beginnend mit dem Spiel gegen den VfB Stuttgart, dann in der Europa League, dann Leverkusen, dann jetzt Frankfurt. Wir können ja gerade mal drauf gucken auf den Kalender, dass wir alle mal wieder ein bisschen zur Besinnung kommen. Hier die letzten 4 Spiele jetzt allesamt verloren. War ja auch bis aufs Leverkusen-Spiel knapp. Also es haben ja nur Nuancen entschieden. Meistens die Chancenverwertung auch gegen Frankfurt. Wenn du das zweite Tor machst mit Nacho Ferri, dann gewinnst du das Spiel womöglich. Oder holst einen Punkt. Mindestens. Vielleicht gewinnst du das sogar. Dann gegen die Bayern, klar, haben wir dann gewonnen. Davor war es ja gut. Davor haben wir 6 Spiele in Folge gewonnen. Wir müssen halt was tun. Und deswegen werde ich mich jetzt auf dem Transferfenster umgucken. Werde schauen, dass ich gegebenenfalls... Freie Spiele wollte ich jetzt auch nicht mehr machen, dass ich es über Laien versuche. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Jahr in-game zum Spiel gegen Union. Und dann hoffe ich, dass wir da so ein bisschen die Trendwende einleiten können. Vielleicht habe ich auch die Taktik verändert. Vielleicht mal andere Formationen wieder reinwerfen. Vielleicht ist jetzt gerade so der Zeitpunkt, wo man mal wieder ein bisschen durchrotieren muss und ja, einfach mal frischen Wind reinbringen muss. Macht's gut, bis zum nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen.